Ach, das war schön. Das war richtig schön. Das war auch für mich schön. Ich wusste ja auch nicht, was mich erwartet. Ist ja eigentlich immer so, wenn man zum Hausbesuch geht. Aber ich weiß, dass ich da ganz beseelt nach Hause gefahren bin und sogar mein Chef noch gesagt habe, heute hatte ich ein richtig schönes Gespräch. Es war richtig schön warm und sonnig und dann kam auch mal so ein Luftzug. Also es war so eine richtig schöne Atmosphäre. Es war eigentlich wie so für so einen Kaffeeklatsch geeignet. Und so war es eigentlich auch von der Atmosphäre her, fand ich. Also wir saßen da in ziemlich gelockerter Stimmung. Meine Mutter sah ja überhaupt nicht dement aus. Am Anfang habe ich das nicht gemerkt, weil sie hat so kluge Fragen gestellt und hat auch so schön aus der Vergangenheit. Ihr habtet ja für euch so Bausteine gebaut, wie ihr euch gemeinsam an Sachen erinnert. Ja. Deswegen war da auch nicht viel Wiederholung drin und das wirkte auch nicht wirr. Sie war halt so richtig liebevoll und herzlich. Sie hat mich ja auch angeguckt, als ob wir uns schon ewig kennen. So. Das war, glaube ich, auch ein bisschen so, dass sie ja nicht genau wusste, wen sie kennt und wen sie nicht kennt. Also erst hast du Fragen gestellt und dann bist du ja ganz schnell so komplett aufs Skript, weil klar war, mit der Demenz, das wird hier so nichts. Und dann hatte ich das Gefühl, hast du super gut reagiert, einfach wenn sie angefangen hat zu strahlen. Und das hat sie, als sie über die Trauerweide zum Beispiel, das war ja auch deine Idee zu sagen, lass uns doch ein bisschen Erde mitnehmen aus dem Garten, lass uns ein paar Zweige mitnehmen oder sowas. Ja, aber sie hat ja schon ziemlich konkrete Vorstellungen auch gehabt, wie es sein wird und auch schon so konkrete Vorstellungen, was sie erwartet, also auch von ihrem Tod. Das fand ich halt auch so beeindruckend, wie sie dann gesagt hat, na, ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Da ist dann ein Strand und ich treffe meine Mutter. Ja. Und so, sie hatte ja so eine konkrete Vorstellung und sie hatte dann auch nochmal gesagt, was ihr so im Leben auch wichtig war und auch halt Natur und hier, also das, und dann habe ich gleich gedacht, naja klar, musst du was von zu Hause mitnehmen und so. Und ihr hattet ja auch gesagt, dass sie so kreativ ist. Ich glaube, sie hatte sogar so eine Bluse an, wo sie selber draufgemalt hatte. Und dann kam ja die Idee, kann man denn ohne bemalen? Und ich kann mir doch vorher noch bringen, sie kann das sogar selber bemalen. Ja. Ich glaube, schlussendlich hattet ihr die dann bemalt. Weil das haben wir nicht geschafft, sie konnte sie nicht mehr. Nee, das ging so schnell. Ja. Konnte dann noch keinen Stift mehr halten und hat das auch nicht mehr verstanden, wirklich, das Konzept. Und Alina war es dann doch ein bisschen zu dicht. Aber ich fand das ganz schön. Ich habe das tagelang gemacht. Das war ein richtiges Ritual dann für mich. Wir haben euch ja vor eine unglaubliche logistische Herausforderung gestellt, weil wir Strom im Friedwald brauchten, um diesen Film zu zeigen. Absurd, wie lange ich mit diesem Friedwald telefoniert habe. Ich habe da immer an irgendwelchen Hotlines, nee, das geht nicht. Nee, dann mieten Sie sich den Raum an. Ich so, nee, das geht ja darum, dass wir direkt dort sind. Wir wollen ja mitten im Wald sein. Nee. Ja, das war ein bisschen schwierig. Aber ich wollte, dass das auch verwirklicht wird, weil sie hatte ja schon mal ihre Trauerfeier und sie hat das ja wirklich so gestaltet, wie sie das wollte. Und wer hätte die Rede anders halten können oder so halten können? Ja. Ne? Ich glaube, wo der Anruf kam, dass er verstorben ist, da habe ich dann auch bloß reagiert mit, jetzt hat sie es geschafft. Ich glaube, ich habe nicht mal mein Beileid ausgesprochen. Oh Gott sei Dank, danke. Ja, ich habe, glaube ich, gesagt. Mich hat das so berührt und erleichtert, dass sowohl im Hospiz als auch du, ihr habt mit geschafft reagiert und das war ja genau mein Gefühl. Ich weiß noch, dass sie im Gespräch gesagt hat, naja, so lange habe ich gar nicht. Ich habe irgendwie gesagt, naja, wenn dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr der Trauerfall eintritt. Nee, also so lange habe ich nicht geplant. Also sie wirkte auf mich ja total fit noch, als sie zu Hause war. Was heißt fit? Altersgerecht. Ja. Ne? Und im Hospiz war es dann schon ein bisschen anders, als ich dann nochmal da war. Obwohl es da auch mit einem Lächeln, das war auch schön. Also da habe ich mich auch gefreut, sie wiederzusehen. Oder noch dann das letzte Mal auch zu sehen. Bevor ich hier angefangen habe, habe ich gedacht, jeder malt seine Urne an und jeder malt seinen Sarg an. Jeder gestaltet das so individuell, wie es nur geht. Ne? Aber viele wissen es halt nicht, was möglich ist und sind dann in der Situation überfordert. Ja. Deswegen war es für dich ja auch wichtig, das einfach vorher schon zu besprechen, um zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich alles machen, um dann sich auch Gedanken zu machen, was schaffe ich dann auch.